Das hier ist ein Roadmovie in 3 Teilen. Es handelt von Männern auf Motorrädern in den Bergen. Im ersten Teil habt ihr gesehen, wie wir vom Bodensee gestartet sind bis nach Sölden in Tirol. Und dann sind wir noch hoch zum Ötztaler Gletscher gefahren. Ihr konntet miterleben, wie fantastisch diese Auffahrt war. Aber die Weisheit des Tages, die hatte ich euch noch vorenthalten. Ich habe gerade am zweiten und den letzten Anstieg auch noch machen wollen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Das ist ja mal abartig geil. Das ist meistens so, wenn du irgendwo hingehst und denkst dir die letzten Meter, und dann sind immer die letzten Meter. Immer die letzten Meter. Tag 2 unserer Stilfser Joch-Tour und wir haben jetzt nicht so viel Glück wie gestern, es regnet, aber wir sind gut vorbereitet, haben uns jetzt eingepackt und hoffen, dass wir jetzt am Nachmittag eine Verbesserung des Wetters haben. Wir fahren jetzt hoch zum Timmelsjoch und werden dort ins Museum gehen und ja, nehme ich euch natürlich wieder mit. Bis gleich. Mein Schrauberprojekt wird unterstützt durch Gabors MZ-Laden. In Gabors Online-Shop findet ihr alle Ersatzteile für eure MZ, aber auch für Simson und andere Zweitakt-Klassiker. Schaut einfach mal bei Gabor vorbei und lasst euch eure Ersatzteile bequem und zuverlässig zuschicken. Die erste Etappe dieses Tages führte uns von Sölden zum Motorradmuseum am Fuße des Timmelsjochs. Seit Anfang Juli schon war das Wetter in der Alpenregion sehr wechselhaft gewesen. Wir hatten uns also auf Regenwetter vorbereitet. Zusätzlich hat meine MZ TS 250-1 ja ein Sonderzubehör, nämlich die Beinschutzbleche. Die machen zwar einen CW-Wert wie eine Schrankwand, halten aber das Wasser und die kühle Luft sehr effektiv von den Beinen fern. Das ist wirklich sehr angenehm. Das ist ein Museum, oder? Was macht das? Der reicht für uns, der ist gut. Schaut mal, was der Herkules da gerade macht. Versucht das mal mit einer 1200er BMW. Ach, das ist das Museum. Richtig, jetzt erklärt sich alles. Wir sind jetzt fast auf dem Timmelsjoch beim Motorradmuseum. Da werden wir jetzt gleich reingehen. Das kommt uns ganz gelegen, weil wir glauben, je länger wir hier oben verweilen, desto besser wird das Wetter. Hat ja schlecht begonnen, kann aber noch gut werden. Und wir sind nicht die Einzigen, die hier zeigen, was sie haben. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. Über das Motorradmuseum selbst möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Wenn ihr Lust habt, sehr, sehr viele schöne Motorräder an einem Platz zu sehen, dann müsst ihr hierher kommen. Mittendrin in der Ausstellung fanden sich erstaunlicherweise auch ein paar MZ-Motorräder, nämlich Rennmaschinen aus den 60er Jahren. Die Teile sehen immer noch pfeilschnell aus. Auch sehr beeindruckend fand ich die Sonderausstellung zu Max Reisch. Das war so ein Abenteurer, der vor bald 100 Jahren mit verschiedenen Fahrzeugen, Motorrädern und Autos die ganze Welt erkundet hat, vor allem Asien. Und er hat diese Strecken nicht nur zum Teil als erster Automobilist zurückgelegt, nein, er hat sie auch noch haarklein dokumentiert mit Fotoapparat und Kamera. Zum Museum muss ich aber auch eine Warnung aussprechen. Wir haben da einen Fahrtsimulator und ich dachte, es wäre eine gute Idee, da drauf zu steigen. Mir war danach einfach nur kotzübel. Wenn Motorradfahren sich so anfühlen würde, würde ich nicht Motorrad fahren.
Einen etwas teuren Kaiserschmarrn später ging es mir wieder gut und ich war froh, wieder auf meine gemütliche MZ TS 250-1 drauf sitzen zu können. Und weiter ging es zur Spitze des Timmelsjochs. Bei einer Motorradtour durch die Alpen dürfen die obligatorischen Kühe auf der Straße natürlich nicht fehlen. Manchmal sind es auch Ziegen. Und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber in einem meiner nächsten Videos werdet ihr sogar ein sehr zutrauliches Murmeltier sehen. Ansonsten seht ihr hier, wie ich mich zwischen den Schneeresten langsam in die Wolkendecke reinarbeite. Aber wie ihr gleich sehen werdet, haben wir uns davon die gute Laune nicht verderben lassen. Also, nochmal. So. Da kommt er angesprungen. 10 Sekunden Sprint. Jetzt kommt ein Autofahrer, macht Fuck, denkt sich, oh, Machst du noch ein Bild von vorne von uns? Mit dem Schild da. Was für ein Schild? Ja. Wie schaut es aus, wenn wir das Abblendlicht anmachen? Ist das noch besser? Perfekt. Nee, ist perfekt. Es ist perfekt. Genau, was ist bei perfekt sehr zu gut. verstehen? Kalt an den Ohrläppchen hier oben. Und wie heißt der Ort, wo wir jetzt uns entscheiden müssen? St. Georgen oder sowas? So. Nicht, dass die 6-Volt-Zündung auf einmal, Batterie auf einmal alle ist. Ja, richtig, ja. Ja? Wisst ihr, Das eine 6-Volt-Anlage ist nicht schlecht, man muss nur wissen, worauf man achten muss. Ja. Und darum schalte ich auch jetzt bei der Radfahrt mein Licht aus. Oh, Alter, ey. Das war jetzt genauso wie Timmelsjoch bei Nacht. An dieser Stelle danke an meinen Freund Martin, der mir dieses Videomaterial zur Verfügung gestellt hat. Er ist ja auch auf YouTube unterwegs. Schaut mal bei Thorans MZ Stories vorbei. Von der Spitze des Timmelsjochs her arbeiteten wir uns nun also nach unten weiter in der übelsten Waschküche vom Wetter, die man sich nur vorstellen kann. Zum Glück wurde es dann stückweise immer besser, je tiefer wir ins Tal kamen. Meine Kamera war voll mit Regen und die einzigen brauchbaren Bilder seht ihr hier. Das hier ist Sebastian mit seiner Showroom-tauglichen ETZ 250. Hier kommt Martin mit seiner blauen ETZ 300. Und hier kommt unsere zweite orangene ETZ 250 von Thomas. Ein perfektes Bild. Wir warten mal auf den Sebastian noch, ha? Ah, die Strecke war jetzt cool. Ja, geil. Also, je tiefer das Loch ist, aus dem man kommt, desto leichter kann man wieder den Höhepunkt erreichen. Ne? Seit Jahrzehnten wird dieses Tapferkeitsabzeichen nur an die härtesten Auto- und Motorradfahrer verliehen. Und ich habe es jetzt auch. Angekommen in St. Leonhard strahlte uns die Sonne entgegen. Und wir konnten für diesen Tag endlich die Regenklamotten beiseite legen. Die weitere Strecke führt uns durch Meran durch, über die italienische Schnellstraße in Richtung unseres ersehnten Ziels, dem Stilfser Joch. Diese Fahrt war so fantastisch, dass ich sie jetzt nicht hier in dieses Video reinzwängen möchte. Ich zeige euch jetzt nur ein paar kurze Highlights, die euch vielleicht Appetit auf mehr machen. Und wenn ihr dann noch Lust habt drauf, dann könnt ihr euch im nächsten Video die Auffahrt in voller Länge ansehen. Alle schön lächeln. Los geht's! Ich bin der Meinung, das war spitze. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald!